Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Hamburg ist nicht nur der größte deutsche Airbus-Standort, sondern nimmt auch eine zentrale Rolle im Bereich Forschung und Entwicklung neuer Innovationen ein. Und um zu erfahren, was da eigentlich gerade so passiert, und das ist eine ganze Menge, habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Und das ist Nicole Dreyer-Langlet. Sie ist verantwortlich für den Bereich Forschung und Entwicklung und Teil der Geschäftsführung. Herzlich willkommen. Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wenn wir über Forschung und Entwicklung sprechen und Innovation, dann kommen wir auch um das Thema Nachhaltigkeit natürlich nicht drum herum. Und wenn wir ehrlich sind, hat Fliegen in den letzten Jahren nicht unbedingt mehr den besten Ruf mit der Perspektive auf Nachhaltigkeit. Wie siehst du das? Schließen sich Luftfahrt und Nachhaltigkeit aus? Absolut, ganz und gar nicht. Das sind zwei wichtige Themen, die miteinander zusammengehen müssen sozusagen. Luftfahrt ist essentiell für die Wirtschaft, für, Globalisierung weltweit. Wir werden weiter einen Wachstumsmarkt haben. Wir gehen davon aus, in den nächsten 20 Jahren, dass wir nahezu 40.000 zusätzliche Flugzeuge brauchen weltweit. Gerade für Regionen, die heute noch gar nicht fliegen. Ich sage mal, Asien ist ein großer, wachsender Markt, Südamerika. Das heißt, das sind Gebiete, wo heute fast gar nicht geflogen wird und die werden das Bedürfnis haben, weiter zu fliegen. Das heißt, um das zu ermöglichen und das vor allen Dingen nachhaltig zu ermöglichen, ist das größte Ziel tatsächlich nachhaltige Luftfahrt sicherzustellen. Und damit haben wir uns die Vision gesetzt bei Airbus, Pioneering Sustainable Aviation for a Safer and Better World. Das heißt, wir wollen wirklich die Pioniere der Nachhaltigkeit des grünen Fliegens sein. Und wenn das so eine zentrale Rolle bei euch einnimmt, das Thema Nachhaltigkeit, ihr sogar Pioniere werden wollt, wie gedenkt ihr das zu schaffen? Was ist euer Weg? Das Ziel ist, die Dekarbonisierung bis 2050 zu schaffen. Das heißt, dass wir wirklich runterkommen auf Zero-Emissionen sozusagen, also gar keine Emissionen mehr haben. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen. Und wichtig ist immer wieder dabei zu betonen, dass jede einzelne Maßnahme wichtig ist und jede parallel betrieben werden muss. Das heißt, wir können nicht sequenziell vorgehen. Wir können jetzt auch nicht sagen, wir fokussieren erstmal auf das, was den großen Anteil bringt, sondern jede einzelne Maßnahme, sei sie noch so klein, auf die es ankommt sozusagen, weil die teilweise auch zeitlich sehr unterschiedliche Zeitpläne haben. Was wir da an der Palette haben, da haben wir einmal Sachen, die sehr schnell zu realisieren sind, die jeden Tag heute schon realisierbar sind, beispielsweise Flottenerneuerung. Ich sprach ja kurz davon, 40.000 Flugzeuge sind zu erwarten in der Zukunft bis 2040 und die ungefähr 40% davon sind tatsächlich Flottenerneuerung. Das heißt, alte Flugzeuge werden außer Dienst genommen und neue Flugzeuge werden in den Dienst gestellt. Und die aktuellsten Flugzeuge, die neueste Generation, die wir heute produzieren, haben immerhin 20 bis 25% weniger Emissionen als die alte Generation. Das heißt, mit jedem Flugzeug, was wir heute ausliefern, heute, morgen, übermorgen, wir liefern ja jeden Tag aus, schaffen wir auf den Schlag sofort für dieses Flugzeug 20 bis 25% Emissionen weniger. Das heißt, eine super Maßnahme. Und lassen sich die alten Flugzeuge recyceln oder werden die komplett neu gebaut? Nein, die lassen sich absolut recyceln. Also grundsätzlich, es wird jetzt nicht ein Flugzeug einfach wieder überarbeitet sozusagen, so kann man sich das nicht vorstellen. Aber ein altes Flugzeug, das aus dem Dienst genommen wird, zwischen 90 und 92% des Flugzeugs werden recycelt. Das heißt, es wird in irgendeiner Art und Weise verarbeitet sozusagen, dem Wertstoffkreislauf zurückgeführt. Und die restlichen 8 bis 10%, die übrig bleiben, auch an denen arbeiten wir noch, gerade mit neuen Materialien, dass wir auch die noch recyclingfähig machen können. Und ihr arbeitet so lange daran, bis irgendwann sogenannte Zero-Emission-Flugzeuge dabei rauskommen. Was hat es damit auf sich? Ja, es gibt, wie ich sagte, mehrere verschiedene Maßnahmen und eine zweite Maßnahmenpalette, sage ich mal, neben der Flottenerneuerung ist die disruptiven Technologien, so nennen wir das. Das heißt neue, völlig innovative Technologien. Und die berühmteste davon ist das, was wir Zero-E nennen. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, bis 2035 das erste wirklich Netto-Null-Emissionen-Flugzeug in den Markt zu bringen. Und das nennen wir Zero-E von Zero Emission. Das heißt, es wird wasserstoffbetrieben sein. Das kann nicht mehr auf Basis von Kerosin sein, weil ansonsten wir weiterhin Emissionen haben. Wir sprechen von Flüssigwasserstoff und der soll genau so verbrannt werden, dass wir tatsächlich keine Emissionen mehr haben. Das heißt, das große Ziel für uns ist es, auf Basis einer Brennstoffzelle, wirklich luftfahrttauglicher Brennstoffzelle, genau das zu ermöglichen. Und das gilt es gerade zu erforschen, denn das gibt es heute noch nicht. Wie sieht da aktuell eure Forschung und Entwicklung in dem Bereich aus? Also wenn ihr bis 2035 das Ziel erreicht haben wollt, dass das erste Wasserstoffflugzeug am Himmel zu sehen ist,
Woran arbeitet ihr gerade? Also mit welchem Unternehmen arbeitet ihr vielleicht auch zusammen, um diesen grünen Wasserstoff mit den Flugzeugen zu kombinieren? Es gibt einen klaren Fahrplan, wie wir im Moment arbeiten. Das heißt, wir haben prinzipiell sogenannte Konzeptflugzeuge, die sind auch meistens bekannt, die hat man schon mal gesehen, die sehen unterschiedlich aus. Manche sehen genauso aus wie heute unsere kleinen Flugzeuge, unsere Single-Aisle-Flugzeuge sozusagen. Manche haben Propellerantriebe, sehen eher aus wie eine Propellermaschine, und dann gibt es auch noch einen sehr, sage ich mal, futuristisch anmutenden, wir nennen ihn den Blended Wing. Das heißt, das sind Konzeptflugzeuge, von denen wir noch viele mehr haben. Also nicht wundern, wenn ab und zu in der Presse wieder ein neues Modell auftaucht. Wir haben uns noch nicht entschieden, welches es endgültig sein wird. Das sind nur unsere Konzeptflugzeuge. Worauf wir uns jetzt die nächsten Jahre gerade konzentrieren, sind die sogenannten Technologiebausteine. Das heißt, das, was der Technologieanteil des Flugzeugs selber ist. Das sind die Triebwerke, das ist die Brennstoffzelle, das ist auch der Tank, der sehr, sehr neu und herausfordernd sein wird, weil Flüssigwasserstoff bei minus 253 Grad gelagert werden muss. Das heißt, thermisch sehr, sehr herausfordernd und auch eine ganz andere Energiedichte hat. Das heißt, Flüssigwasserstoff ist zum einen nur ein Drittel so schwer wie Kerosin. Das ist super, weil in der Luftfahrt dreht sich immer wieder alles um Gewicht. Aber andererseits hat es ein vierfaches Volumen. Das heißt, die Tanks müssen 4-mal so groß sein, wie sie heute sind, und sie werden auch nicht mehr in den Tragflächen untergebracht sein können, so wie das Kerosin heute. Das sind diese sogenannten Technologiebausteine, und es gibt noch viel mehr einzelne Steine, die wir jetzt in den nächsten Jahren weiter voranbringen, dass wir sie zu einer gewissen Reife bringen, und dann werden wir ungefähr 2028 uns entscheiden, darauf basierend, wie das Konzeptflugzeug selber aussehen soll. Weil man kann sich das vorstellen, gerade der Tank, das ist relativ einfach vorstellbar, vierfaches Volumen. Das heißt, die werden sehr, sehr groß sein, und die werden einen großen Einfluss darauf haben, wie das Flugzeug selber aussieht. Wo genau werden sie untergebracht werden? Da gibt es verschiedene Komponenten, sehr wahrscheinlich hinten im Heck. Und was bedeutet das für den Flugzeugrumpf? Das hat alles einen Einfluss. Dann, wenn wir uns entschieden haben, wie das Konzeptflugzeug selber aussieht, dann geht es wirklich in die Vorprogrammphase sozusagen, sodass wir dann bis 2035 nicht nur die Testflüge gemacht haben und das soweit vorangebracht haben, dass es produzierbar ist, sondern dass wir das dann tatsächlich in Dienst stellen können. Hamburg ist nicht nur der größte deutsche Airbus-Standort, sondern auch der drittgrößte Standort weltweit, wenn es um zivile Luftfahrt geht. Deswegen würde mich total interessieren, was macht für euch als Airbus Hamburg als Metropolregion und als Stadt so besonders? Was sind die Vorteile, weshalb ihr dort angesiedelt seid? Also warum wir da angesiedelt sind, das geht relativ weit zurück sozusagen in der Geschichte. Ursprünglich war das tatsächlich ein Wasserflugzeugflughafen sozusagen. Also das Mühlenberger Loch wurde mal künstlich hergestellt sozusagen, damit da Wasserflugzeuge landen können. Das geht aber sehr weit in der Vergangenheit zurück. Ich würde eher sagen, was sind heute tatsächlich die Kernvorteile, die wir sehen, auf die wir für die Zukunft bauen. Gerade in Bezug auf, wir sprachen über das Wasserstoffflugzeug, da hat Hamburg wahnsinnig viel zu bieten. Denn Hamburg ist tatsächlich gerade auch von der Stadt aus, von der Politik wirklich ein sehr innovativer Standort, was Wasserstoffkreislauf anbetrifft. Und da gibt es beispielsweise ein ganz, ganz wunderbares Verbundvorhaben, wo man eigentlich in einem kleinen Modell sehen kann, genau das, was Hamburg ausmacht. Das heißt, wir haben ein Verbundvorhaben, das nennt sich Important Project of Common European Interest. Das heißt, das ist von der EU initiiert sozusagen. Und da geht es darum, dass sowohl die Erzeuger mit dabei sind, aber auch die Distributoren, also Vattenfall und Gasnetz sind mit dabei, wir als Anwender, der Hafen als Anwender sozusagen. Und wir gemeinsam definiert haben, was brauchen wir eigentlich, um das Thema Wasserstoffinfrastruktur, Wasserstoffökosystem aufzubauen. Und da sind eben viele Zusammenspieler sozusagen, die gemeinsam im Schulterschluss das Thema voranbringen. Da, wo andernorts immer noch drauf gewartet wird, wo der Erzeuger sagt, naja, ich fange nicht an, bevor nicht der Anwender mir eine Garantie gibt, dass dann nachher der Wasserstoff auch konsumiert wird. Da ist genau dieses Verbundvorhaben genau das, was das überbrückt sozusagen, womit wir alle dasselbe Vorhaben haben und das umsetzen wollen. Und das ist eine ganz wunderbare Sache, die sehr stark eben gerade auch von der Stadt Hamburg unterstützt wird. Wir haben auch den Flughafen Hamburg, der auch gewisse Fähigkeiten schon aus der Vergangenheit und Erfahrung gesammelt hat im Bereich Wasserstoff. Das heißt, da sind wir tatsächlich eher so die Vorläufer sozusagen oder die Frontrunner. Wir nennen das immer wie so ein kleiner Leuchtturm von dem, was wir eigentlich letztendlich deutschlandweit, europaweit und irgendwann auch weltweit brauchen, von einem kleinen Ökosystem wasserstoffbasiert.
Nun ist ja aber für die Zukunft nicht nur Wasserstoff wichtig, sondern man braucht auch Menschen, die sich für das Thema begeistern und interessieren. Und Fachkräftemangel ist aktuell ein wichtiges oder auch herausforderndes Thema für viele Unternehmen. Wie begegnet ihr diesem Thema in Bezug auf Qualifizierung, Ausbildung von zukünftigen MitarbeiterInnen? Ja, für uns ist zum einen natürlich super wichtig die eigene Ausbildung bzw. das Studium. Da setzen wir sehr, sehr signifikant drauf. Wir haben dieses Jahr eine absolute Rekordzahl von neuen Auszubildenden und Studierenden hier im Norden willkommen heißen dürfen bei Airbus. 390 an der Zahl alleine dieses Jahr, die gestartet sind. Das ist eine wahnsinns hohe Zahl. Bei den Studenten, ich habe mich besonders gefreut, sie willkommen zu heißen. Ich selber habe vor 25 Jahren mit einem dualen Studium bei Airbus begonnen. Wir waren damals 5 Leute und heute sind es 109, die dieses Jahr gestartet sind. Das heißt, das Thema Ausbildung und das Thema Studium ist für uns bei Airbus tatsächlich eine Kernangelegenheit. Zum einen, weil wir eben unseren Nachwuchs gleich, sag ich mal, ausbilden wollen und an Bord bringen wollen. Zum anderen, weil wir uns da auch tatsächlich in der Verpflichtung sehen. Wir sind einer der größten Arbeitgeber am Standort und damit sind auch Sachen wie Werkstudenten und Praktikas für uns extrem wichtig. Das heißt, wir möchten die Chance geben, dass gerade die Studenten, die an der Hochschule klassisch studieren, dass sie schon während des Studiums einen Einblick bekommen können, dass sie vielleicht auch Schwerpunkte im Studium entsprechend dieser Praxiserfahrung setzen können, sodass, wenn wir sie später hinterher hoffentlich rekrutieren können und für uns begeistern dürfen, dass sie tatsächlich schon genau wissen, was sie überhaupt wollen. Daneben versuchen wir uns auch tatsächlich in der nächsten Generation zu engagieren. Das ist ein Augenmerk, wo wir mehr und mehr hinschauen. Für mich ist persönlich zum Beispiel das Thema Grundschulalter ganz entscheidend. Ich habe selber Kinder im Grundschulalter und ich merke immer mehr, da müssen wir eigentlich ansetzen. Heute müssen die Grundschüler wissen gar nicht, was macht man eigentlich genau in der Forschung. Wie sieht denn so ein Alltag aus? Und da reinzugehen, da gibt es tolle Programme. Hier in Hamburg beispielsweise nennt sich das Chefslesen vor, wo Klassenmanager in den Industrieunternehmen oder auch in anderen Unternehmen besuchen, sodass sie einfach kennenlernen, wie ist eigentlich so der Alltag als Chef und was hat man eigentlich in der Schule früher gemacht, wie ist man denn da gelandet als Chef, was macht den eigentlich aus und sich das ein bisschen besser vorstellen können. Und ich glaube, das sind wunderbare Programme, wo wir noch viel, viel mehr von haben müssen, damit sich die nächste Generation auch das vorstellen kann, in die Forschung zu gehen. Ich danke dir sehr, Nicole, für diese Einblicke in deine Arbeitswelt, in die Zukunft des Fliegens. Und wenn euch das Thema Zukunft des Fliegens, Nachhaltigkeit, Zero-Emission-Flugzeuge interessiert, dann schreibt uns doch gerne eure Kommentare unter das Video. Und ja, wir freuen uns sehr darauf, sind gespannt, was ihr dazu denkt. Hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge der Future Hamburg Talks wieder dabei seid. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal.